Ihr Lieben, ich habe fast noch was vergessen. Es gibt ja noch ein drittes Video, nämlich die Bonusrunde. Dieser ganze Prompt, den ihr gesehen habt, die Herstellung dieses Executive Summaries, das hat noch einen letzten kleinen Teil, der nennt sich Professorin Tüpfli. Und was Professorin Tüpfli macht, sie guckt sich die ganze Studie an und gibt euch eine Einschätzung, ob das jetzt eine Okay-Studie war oder eher so eine kritische Studie von der Qualität her. Weil ein Executive Summary von einer schlechten Studie, das nutzt euch gar nichts. Also möchtet ihr ja auch eine Möglichkeit haben, über die Studie selbst irgendein Urteil zu bekommen. Und das habe ich gemacht, nach objektiven wissenschaftlichen Kriterien, nach denen solche Studien beurteilt werden, die habe ich hinterlegt in der KI. Und jetzt gehen wir uns das schnell angucken, indem ich nämlich Professorin Tüpfli aufstarte. Hier, Zeitersparnis von der letzten Analyse, 67% eingespart. Ich hätte jetzt gesagt, das ist viel, viel, viel mehr. Und dann kommt die Frage, möchten Sie weitere Anpassung oder eine Einschätzung von Professorin Tüpfli? Jetzt schreibe ich Tüpfli bitte. Und jetzt bin ich mal gespannt, was diese KI-Assistentin oder diese Frau Tüpfli zu der Studie von Michel Studer meint. Und dann gibt sie mir aus, in welcher Rolle, und dann fängt sie an zu analysieren, nämlich Qualität der zentralen Forschungsfrage oder Hypothese. Wie sieht das Studiendesign aus? Wie groß ist die Stichprobengröße? Methodenvalidität oder Reliabilität, meine Güte, das Wort habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ist das überhaupt Deutsch? Reliabilität. Daten und Schlussfolgerungen, ganz wichtig. Limitation und Diskussion. Einhaltung ethischer Standards und dann Fazit, eine Einschätzung von schlecht, mittel und gut. Hier haben wir jetzt eine Einschätzung der gesamten Studie auf dem Niveau Mittel. Und ich kann euch auch sagen, weshalb. Ähm, Wir haben nämlich eine limitierte Stichprobengröße von 10 qualitativen Interviews. Jetzt für Leute, die ein bisschen eine Ahnung haben, die wissen, 10 qualitative Interviews, die reichen völlig, um gute Ergebnisse zu bekommen. Aber natürlich wäre es schön, wenn man diese Studie vielleicht generalisieren könnte, also beispielsweise für die ganze Schweiz und über mehr als nur zwei Branchen, die in der Studie untersucht wurden, glaube ich, Textil- und Lebensmittelbranche. Und das ist ein valider Punkt. Und sonst könnte man hier aber wenig aussetzen, weil hier kriegt die Michelle Studer alles nur Topnoten, alles sauber gearbeitet. Die KI wünscht sich hier einfach noch quasi eine quantitative Validierung. Fair enough. Ich weiß, dass die Studie natürlich nicht mit diesem Ziel erstellt wurde, sondern die hatte einen ganz bestimmten Purpose und auch für ein bestimmtes Unternehmen, nämlich für den Impact Hub Bern, die quasi eine bestimmte Zielgruppe besser bearbeiten möchten und deshalb auch besser Bescheid wissen müssen, wie tickt diese Zielgruppe, also Textilbranche oder was hatten wir noch? Lebensmittelbranche. Genau. Also von dem her großartig. By the way, wenn ich die KI 10-mal frage, und das habe ich glaube ich schon gemacht, dann würde ich jetzt wahrscheinlich 8-mal das Ergebnis super bekommen und 2-mal mittel. Weil KI ist probabilistisch, da kann jedes Mal leicht was anderes rauskommen. Das ist ja bei Menschen auch so, je nach Tagesform der Professorin, die eure Doktorarbeit abnimmt, habt ihr dann vielleicht eine mittlere Note oder eine exzellente Note. Also es kann bei KIs auch vorkommen. Ist auch eher so gemeint, das hier ist eine Zweitmeinung. Und bei allen wichtigen Dingen holt ihr ja auch eine Zweitmeinung ein. Ja? Also wenn ihr eine Diagnose bekommt beim Arzt und die ist ein bisschen kritisch, dann werdet ihr hoffentlich einen zweiten Arzt aufsuchen und ihn fragen, was er dazu denkt. Und genauso solltet ihr auch KIs benutzen. Das ist einfach eine Zweit- oder eine Drittmeinung. Das soll nicht in Stein gemeißelt sein. Aber ich finde, die Tendenzen, die sich hier abzeichnen, sind schon relativ präzis.
Ich kann mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass Michel Studers Studie astrein ist und zwischen mittel und sehr hoch in der Qualität eingeordnet wird von der KI. So, und das ist schon eine coole Sache, weil jetzt, nächster Schritt, sage ich, mach mir bitte ein Summary und dann kann ich die Findings, die Insights, die Key Takeaways in meine Arbeit einfließen lassen. So, das war die Bonusrunde mit Professorin Tüpfli. Jetzt wisst ihr hoffentlich ein bisschen besser, welche Strategien euch wirklich ins Ziel, aka Rom, führen und welche Strategien ihr lieber bleiben lässt. Und natürlich, je mehr Expertise ihr in einem Gebiet habt, beispielsweise methodisches Denken, oder ihr kennt die Kriterien, nach denen man eine Studie beispielsweise untersucht und qualitativ einschätzen kann, desto leichter wird es euch fallen, KI als potentes Tool für eure Prozesse einzusetzen. Und das wäre der allerbeste Fall, der euch passieren kann. Der ungünstigste Fall ist, ihr habt keine Ahnung, ihr geht an eine KI und macht irgendwas und irgendwas kommt dabei raus. Sehr oft nichts Gutes. Also, weiter so, Humor nicht verlieren und sucht euch Verbündete. Wir brauchen Wandel.